Ich wollte wissen, wie viele Menschen Herr Friedrich Merz genau abschieben möchte. Das sind 42.000 unmittelbar ausreisepflichtige Personen in Deutschland. Und ich wollte von ihm wissen, wie viel er darüber hinaus abschieben möchte. Und da waren auch ganz komische Fragen mit dabei, also sehr persönliche Dinge, was ich wähle, wen ich in der Vergangenheit gewählt habe. Eigentlich Fragen, die man aus meiner Sicht von einem neutralen Sender nicht stellen kann. Also es sollte ja möglichst neutral sein. Also es war so, mir wurde am nächsten Tag dann abgesagt, weil angeblich die Brisanz der Frage, also sie wollten mich angeblich schützen, so wurde es gesagt. Ja. Also sie hat in dem Telefonat zu mir gesagt, ja, also die haben es in der Redaktion nochmal besprochen und auch gerade unter dem Aspekt, dass ich aus Aschaffenburg komme. Die haben sich überlegt, dass ich die und die Frage stelle, also es sollte in diese Richtung gehen, wo ich mir dachte, okay, also das Format ist ja eigentlich, dass ein Bürger Klartext sprechen kann und dass ich eben meine Frage, die ich eben habe, selber formuliere und auch selber stelle. Also ohne, dass mir jemand im Rücken steht und sagt, du hast aber schon diese Frage zu stellen, die wir von dir gerne hätten. Hey Leute, haltet euch fest, das ZDF wurde wieder erwischt. Ihr dachtet, in Klartext dürfen Bürger wirklich frei ihre Fragen stellen? Denkste. Ein Studiogast packt aus und enthüllt, wie das ZDF die Fragen der Zuschauer manipuliert und unliebsame Themen einfach rausfiltert. Es geht um Zensur, politisch gewünschte Antworten und eine peinliche Show, die sich Klartext nennt, aber in Wahrheit nur betreutes Fragestellen ist. Wer wirklich im Publikum saß und warum kritische Fragen unterdrückt wurden, das erfahrt ihr hier. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt mir in die Kommentare, ob euch diese Masche des ÖRR noch überrascht. Auf geht's! Es war angeblich die berühmteste und beste Wahlsendung aller Zeiten, wenn man den Medien trauen kann. Gestern im ZDF die Sendung Klartext, wo der Bürger Fragen an seine Kanzlerkandidaten stellen könnte. Aber wie sind diese Bürger eigentlich zustande gekommen? Wie wurden sie ausgewählt und welche Fragen durften sie stellen? War das alles so auf Freiwilligkeit? Ist es das, was sie wirklich wissen wollten? Oder wurden ihnen die Fragen sogar in den Mund gelegt? Das alles möchte ich heute mit einem Zeugen besprechen, der nämlich gestern mit dabei war bei der Live-Sendung Klartext im ZDF. Ich begrüße David hier aus Berlin. Hallo. Ja, moin, Michael. Hi. Sag mal, David, ja, wie wird man denn überhaupt ausgewählt oder Ausgewählter? Wie kommt man in so ein Studio? Wie war das bei euch oder bei dir? Ja, gut, ich kenne jemanden, der Kontakte zum ZDF hat und so kam die Redaktion auf mich zu. Mhm. Genau. Und hast du gesagt, ja, gute Sache, da bin ich gern dabei, oder wie ist es dann weitergegangen? Ja, also aufgrund der aktuellen politischen Situation war mir das sehr wichtig, dass man Klartext sprechen kann. Und ich wollte die Gelegenheit eben nutzen, meine Frage, die ich eben an Herrn Merz hatte, zu stellen. Aber es kam dann doch etwas anders wie geplant im Verlauf des Gesprächs mit der Redaktion. Und deswegen bin ich heute hier. Und du packst sozusagen aus und es wird sehr, sehr spannend. Also das verspreche ich euch. Also es ist wirklich Innenleben, ZDF und wahrscheinlich auch ARD. So wird dort gearbeitet. Also man hat dich kontaktiert oder du hast sie kontaktiert dann und dann ging es darum, ja, was für eine Frage kannst du denn stellen oder wie? Ja, also es waren ziemlich viele Gespräche, also Telefonate und per iMessage haben wir geschrieben mit der Redaktion. Ja, Und dann hast du gesagt, ja, ich möchte dem Herrn Merz eine Frage stellen. genau, also ich wurde zu Anfang erstmal interviewt. Die Redakteurin wollte von mir wissen, wer ich bin, was ich so mache, wie ich politisch eingestellt bin, was mich politisch motiviert, was für eine Frage ich habe. Und so kam das dann eben zustande. Ja. Mhm. Also Und hat dann angeboten, dass ich eine Frage stellen kann, was ich sehr gut fand. Ich habe mich dann auch ausdrücklich für Herrn Merz entschieden.
Und genau, nachdem ich dann eben mich festgelegt hatte auf Herrn Merz, ging es dann eben ans Feintuning, beziehungsweise es ging dann dem ZDF oder der Redaktion auch darum, die wollten wissen, welche Frage ich stellen möchte. Und das fand ich schon ein bisschen skurril, dass man nicht einfach fragt, was für ein Thema mich interessiert, sondern sie wollten ganz genau wissen, welche Frage ich stelle. Und welche Frage wolltest du stellen? Naja, also ich wollte ein Thema ansprechen, was uns alle momentan rumtreibt. Gestern hatten wir wieder einen Anschlag in München. Das Thema, das ich ansprechen wollte, betraf die Migrationspolitik. Und wie lautete deine Frage, die du dem ZDF dann genannt hast? Ich wollte wissen, wie viele Menschen Herr Friedrich Merz genau abschieben möchte. Das sind 42.000 unmittelbar ausreisepflichtige Personen in Deutschland. Und ich wollte von ihm wissen, wie viel er darüber hinaus abschieben möchte. Und dann hat das ZDF dann wie reagiert? Also du hast dem ZDF gesagt, diese Frage würde ich Herrn Merz gerne stellen. Und du dachtest wahrscheinlich gleich am Anfang, ja, no problem, ist ja eigentlich eine berechtigte Frage. Ja, genau. Also es war so, dass also ich hatte mit der Redaktion telefoniert und über iMessage geschrieben. Und es war dann so, dass ich habe es dann fix gemacht mit der Redaktion an einem Abend. Ich hatte sie noch nach einer persönlichen Einschätzung der Frage gebeten. Und am nächsten Morgen war es dann so, dass ich eine Nachricht von ihr bekommen habe, dass ich doch raus bin, obwohl wir am Abend zuvor gesagt haben, obwohl ich halt eben die Zusage von ihr hatte. Sie hat alle persönlichen Daten von mir abgeklappert, um die Einladung oder Anmeldung postalisch rauszuschicken. Und da waren auch ganz komische Fragen mit dabei, also sehr persönliche Dinge, was ich wähle, wen ich in der Vergangenheit gewählt habe. Eigentlich Fragen, die man aus meiner Sicht von einem neutralen Sender nicht stellen kann. Also es sollte ja möglichst neutral sein. Mhm. Ja, und dann haben sie sich erstmal wieder rausgeworfen und dann bist du dann doch wieder reingekommen, weil die gesagt haben, kannst du nicht eine andere Frage stellen oder wie war das? Nee, also es war so, mir wurde am nächsten Tag dann abgesagt, weil angeblich die Brisanz der Frage, also sie wollten mich angeblich schützen, so wurde es gesagt, ja, vor dem Shitstorm, der da kommen hätte können, statt einfach mit mir zu sprechen. Also ich hatte sie ja nach einer persönlichen Einschätzung meiner Frage gebeten, die hat sie mir gegeben. Ich habe gemeint, okay, dann ist das so. Ich hätte damit auch kein Problem gehabt, denn es ist eine Frage, die uns alle rumtreibt. So. Und dann kam die Absage per E-Mail. Ich habe das nicht auf mir sitzen lassen, habe sie dann weiter kontaktiert. Sie war dann erstmal nicht erreichbar für mich. Das fand ich ein bisschen komisch, denn wir hatten zuvor wirklich bestimmt 5 Telefonate, 30 Minuten roundabout. Und ich habe da sehr viel Zeit investiert. Es hat mich doch auch ein bisschen Mumm gekostet, dass ich zusage, aber ich habe es dann gemacht weil es ein Thema ist, wo ich einfach eine Antwort wollte von Herrn Merz. Und ja, sie hat mich dann irgendwann zurückgerufen und ich habe ja dann nochmal gesagt, also es war dann zu dem Zeitpunkt, wo das gerade in Aschaffenburg passiert ist, dieses schreckliche Verbrechen in Aschaffenburg. Und habe ihr dann auch nochmal meinen Hintergrund gesagt. Also gerade auch, weil ich aus Aschaffenburg komme, möchte ich unbedingt eine Frage stellen zu diesem Thema. Und sie hat gemeint, sie bespricht es nochmal mit der Redaktion, hat sich dann wieder bei mir gemeldet und dann kam halt eben der Knackpunkt, wo ich sage, okay, das ging in eine falsche Richtung. Was hat sie denn da gesagt? Hat sie dir eine Frage in den Mund gelegt? Also sie hat in dem Telefonat zu mir gesagt, ja, also die haben es in der Redaktion nochmal besprochen und auch gerade unter dem Aspekt, dass ich aus Aschaffenburg komme. Die haben sich überlegt, dass ich die und die Frage stelle, also es sollte in diese Richtung gehen, wo ich mir dachte, okay, also das Format ist ja eigentlich, dass ein Bürger Klartext sprechen kann und dass ich eben meine Frage, die ich eben habe, selber formuliere und auch selber stelle. Also ohne, dass mir jemand im Rücken steht und sagt, du hast aber schon diese Frage zu stellen, die wir von dir gerne hätten. Ja, und das fand ich eben etwas komisch, dass da eine Frage vorgegeben wird, beziehungsweise eine Richtung. Haben die Frage vorformuliert dann, die neue? Oder wie lautete die neue? Ja, also die Frage wurde vorformuliert. Lass mich mal ganz kurz schauen.
Kurz einen Augenblick. Das ging also per Mail. Die Frage kam dann per Mail sozusagen. Nee, das ging alles über iMessage, haben wir geschrieben. Also sie hat es dann ein bisschen relativiert. Am Telefon hat sie schon die Richtung vorgegeben, hat gesagt, also es geht um ich soll eine Frage zum Fünf-Punkte-Plan von Herrn Merz stellen, wie er dann den durchbringt, gerade jetzt in Bezug auch auf Europagesetze. Und ja, also so war das Ganze. Bei dem Gespräch, muss ich sagen, war ich auch nicht alleine. Ich hatte jemand dabei, der das Ganze auch bezeugen kann. Das ist das Gute. Und es ging dann auch noch, wie gesagt, per iMessage, wo dann auch geschrieben wurde: Hi David, schau mal hier, das wäre mein Vorschlag. So passt es zu deinem Anliegen. Also mein Anliegen war eigentlich ein ganz anderes. Ich wollte keine Frage zum Fünf-Punkte-Plan stellen. Sie hat es dann am Ende noch ein bisschen relativiert. Wie gesagt, ich will ihr da nichts in den Mund legen. Du wirst es in der Sendung sicher mundgerecht machen. Liebe Grüße. Also sorry, aber das ist natürlich schon eine Beeinflussung, eine maßgebliche Beeinflussung. Und, das fand ich nicht in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt das Spiel natürlich mitgespielt. Ich habe ihr gesagt, okay, klar, mache ich, damit ich eben in die Sendung komme und eine Möglichkeit habe, meine echte Frage zu stellen. Mhm. Aber die ist da nicht drangekommen. Nee, leider nicht. Also Sorry, hatten die da vielleicht Angst vor dir, dass sie gedacht, also wir müssen erst mal festhalten, du wolltest was zur Abschiebung fragen und dann sagt die ZDF-Redakteurin, nee, das geht irgendwie nicht, können wir nicht was machen zum Fünf-Punkte-Plan von März, was dich ja gar nicht interessiert hat. ja, sie hat die Frage ja auch schon schriftlich vorgegeben. Also das muss man dazu sagen. Ich habe es ja per iMessage von ihr bekommen. Vor Ort war es dann eben so, dass ich habe sie auch getroffen vor Ort und habe sie dann gefragt, wann komme ich denn dran? Da hätte mir eigentlich schon auffallen müssen, dass ich überhaupt gar nicht die Chance habe, dran zu kommen, denn also sie konnten mir da nicht die Frage so beantworten, wann ich dran komme. Und andere im Wartebereich haben schon gesagt, sie kommen dann und dann dran, sie sind an der und der Stelle. Fand ich ein bisschen komisch, aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe dran geglaubt, dass ich drankomme. Und du musst dir vorstellen, ich bin in das Studio reingekommen und jeder hatte schon seinen fixen Plan, also seinen fixen Platz. So. Und es gab Namensschilder, es gab zugewiesene Plätze und dann gab es noch zwischendrin ganz viele Plätze, die frei waren. Also im ganzen Publikum waren verstreut Plätze frei und die wurden dann kurz vor der Sendung ich würde behaupten, dass es Studenten waren, die dann eben dort Platz nehmen konnten. Da wurde also noch ein bisschen aufgefüllt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch den Eindruck gehabt hast, dass das dann eher linksgrünes Publikum war. Das würde ich behaupten, ja. Also neben mir neben mir saßen Studenten, die dann auch den Platz zugewiesen bekommen haben. Man muss dazu sagen, es war ein sehr junges Publikum, was dann zum Schluss reinkam, also wirklich sehr jung. Und man kennt es vielleicht noch aus der Sendung Schlagabtausch. Da war ja auch der Skandal beim ZDF, dass eben dieses linksgrüne Publikum wirklich nur bei den Linken und nur bei den Grünen geklatscht hat. Und so war das eben auch. Und ich habe mich mit denen auch ausgetauscht, die in meiner Nähe saßen. Und das waren alles Studenten und ja, die auf Unis. Ja, und entsprechend lief die Sendung auch ab, aber dass da ein ganz klarer linksgrüner Bias drin war. Aber nochmal, du hattest eine Frage, es ging um Abschiebung und dann sagt das ZDF erst, ja, können wir machen und sie werden eingeladen und einen Tag vorher wirst du wieder ausgeladen und dann kommt das ZDF und sagt, können Sie nicht eine ganz, ganz andere Frage stellen? Darum geht's ja, weil die Frage, die du stellen wolltest, denen zu heiß war. Mhm. So war es. Ja. Wahnsinn. Und diese Sendung nennt sich dann Klartext. Ist ja eigentlich doof. Ja, also es wird dem Format nicht gerecht. Also es wirkt natürlich nach außen so, dass da ganz normale Bürger sitzen. Auf mich hat es nicht den Eindruck gemacht, dass das alles nur normale Bürger wären. Man sieht es ja auch auf X momentan. Die Sendung wird ja sehr hoch diskutiert und viele Fragesteller, die dran kamen, haben ja auch eine politische Motivation dahinter. Also sie sind gegen Recht oder sie sind
von einer grünen Bewegung. Und ja, also ich finde, das Bild, also die Sendung hat leider nicht den Querschnitt der Wähler abgebildet, den wir momentan in Deutschland haben. Das Medienecho dagegen war heute, natürlich, wie könnte es anders sein, super positiv. Lange gesucht, endlich gefunden. Die normalen Bürger, titelte Spiegel heute. Und du sagst ja praktisch genau das Gegenteil. Also du sprichst davon, dass diese Leute da im Studio hochselektiert wurden und dass sie ja quasi Stasi-ähnlichen Methoden unterworfen wurden, was du da erzählt hast. Wie lange habt ihr gesprochen und wie lange wurdest du gescreent? Und du musstest auch noch sagen, was du wählst. Und haben sie auch noch gefragt, welchen Kaffee du trinkst oder ob du Veganer bist? Nee, das kam nicht dran, aber vielleicht wurden das die anderen Leute gefragt. Also ja, aber auch zu den Fragen, also wenn man jetzt mal die Fragen während der Show vergleicht, ich habe das ja live mitbekommen, wie gesagt, ich saß im Publikum und also es ist leider so, dass schon allein die erste Frage von Herrn Habeck, das war ja eine Frage, eine offene Frage, was er dann machen würde, wenn er Kanzler wäre im Prinzip. Also es war Wahlwerbung, er kam zur Primetime dran, das muss man auch sagen. Frau Schausten hat auch gesagt, dass normalerweise zu dieser Uhrzeit, wo Herr Habeck drankommt, der Bergdoktor läuft und er quasi diesen Sendeplatz bekommen hat, weil er dann, also die Sendeplätze wurden vergeben nach den Terminen der Abgeordneten oder der Spitzenkandidaten. Und das Komische, weil Herr Habeck sagt ja dann noch während der Sendung, dass er ja noch da bleiben könne, er hat keine Termine mehr. Also ein bisschen komisch, dass er dann diesen Sendeplatz bekommen hat zu Primetime, wo normalerweise der Bergdoktor läuft. Alles sehr skurril. Du meinst also, dass er als erster sozusagen drangekommen ist mit den Fragen? Nee, er kam nicht als erster dran, erst kam Scholz dran und dann kam Herr Habeck, aber er kam natürlich um 20 Uhr 15 dran, so Pi mal Daumen war das und das ist die Primetime, wo viele Leute ja, den Fernseher anschalten, um den Bergdoktor zu schauen oder um Herrn Habeck jetzt zu sehen. Ja, das natürlich auch. Das ist sehr, sehr pfiffig vom ZDF veranstaltet. Ja. Und dann ist ja die Alice Weidel da noch so regelrecht durch den Kakao gezogen worden. Das wurde heute in den Medien auch gefeiert, in der Presse. Was ich total verrückt fand, war, dass da ein Bürger-Windradbetreiber offensichtlich im Publikum saß. Ein Bürger-Windradbetreiber. Die Message sollte sein, hey Leute, Windmühlen sind super. Was aber das ZDF nicht gesagt hat, ist, dass Großkonzerne aus aller Welt hier in Deutschland in diese doofen Windmühlen investieren und auch in die Solarpanels und Milliarden, Abermilliarden, hunderte Milliarden rausholen, weil wir haben ja diese Einspeisungsvergütung, da kann ja gar nichts schiefgehen. Und das ZDF präsentiert stattdessen einen Bürgerwindbetreiber. Also sowas haben wir auch noch nicht gehört, wo die Alice Weidel da offensichtlich ja auch dann so ein bisschen die Nerven verloren hat. Naja, also ich fand, sie blieb sehr cool. Sie hat ihren Standpunkt dazu gebracht und klar, also ich meine, dass das jetzt keine Alternative zur Kernkraft ist. Also man kann der Meinung sein, man muss es nicht. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ja, sie hat ihren Standpunkt gebracht und ich fand, das hat sie sehr klar und deutlich gemacht. Jetzt schauen wir mal kurz noch bei Twitter rein. Hier Mhm. schreibt jemand, das ist jetzt, glaube ich, siehst du Twitter, ja? Ist klar. Von einer geskripteten Sendung. Da muss man eine Brille aufziehen. Beim ZDF Klartext handelt es sich offensichtlich wieder um eine geskriptete Shitshow mit gezielt ausgewähltem Publikum. Also das könntest du nach deinem Erfahrung auch untermauern oder unterstreichen, dass das also ein gezielt ausgewähltes Publikum ist und keineswegs der normale Bürger auf der Straße. Also meiner Meinung nach ist es schon sehr handverlesen. Also die Gäste waren sehr handverlesen, meiner Meinung nach. So wirkte das auf mich. Und ich finde, es hat nicht den Wählerspiegel, den wir eben in Deutschland haben, ja, wiedergespiegelt. Also es war, so wirkte es auf mich, überwiegend linksgrünes Publikum und Konservative waren da leider nicht vertreten. Ja, und also nochmal zurück zum Thema. Also für mich ist der eigentliche Skandal wirklich, dass das ZDF sich hier in Fragen einmischt.
und Fragen vorformuliert. Alice Weidel hat es ja auch selber gesagt zu einem der Fragesteller, dass ihr das sehr auswendig gelernt vorkommt, wirkt das auch auf mich und ja, also ich kann es halt nur aus meiner Perspektive berichten, dass es eben eine Vorgabe vom ZDF gab und dass es eben nicht so frei ist, wie es eben dargestellt wird. Also ja, und das ist eben nicht in Ordnung. Ja, also wenn man, nach dem, was du alles erzählt hast, also zig Telefonate, ein Aushorchen deiner eigenen Person und so weiter, dann muss man ja davon ausgehen, dass das bei allen anderen auch so ist. Ich meine, du bist ja jetzt nicht besonders verdächtig. Naja, also man kann ja auch, also ich finde es wirklich fragwürdig, dass man sich da sehr eingemischt hat bei den Fragen. Ich meine, wenn man die Fragen dann auch kennt, dann könnte man sie auch, wenn es nette Beziehungen oder gute Beziehungen gibt zu den einzelnen Spitzenkandidaten, ja, vielleicht auch durchsickern lassen. Also, aber das weiß ich nicht. Das ist nur eine Vermutung. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn man die Fragen eben nicht vorher mit den Fragenstellern bis ins kleinste Detail bespricht, sondern dass man eben den Fragestellern den Freiraum gibt, dass sie ihre Frage selbst formulieren können. Und dann sind es halt eben auch Bürgerfragen und dann eben auch Klartext. Ja. Ja, ja, aber genau das war es ja nicht. Und deshalb ist es ein Riesenskandal. Wahrscheinlich nicht nur in meinen Augen, sondern auch in Augen der Zuschauer, die uns jetzt sehen. Oder empfindest du es nicht als Skandal? Du erzählst das so normal irgendwie. Also ich glaube, ich hätte mich da mehr aufgeregt. Ja, also ich bin ziemlich entspannt, denn ja, also ich habe gehofft, dass es anders ist. Also das erste Mal für mich, dass ich in so einer Sendung bin. Ich kann das natürlich nur von mir sprechen, wie es in meinem Fall war und so war es. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kandidaten war. Vielleicht konnten die alle frei ihre Fragen formulieren und selbst entscheiden, was da für Fragen gestellt werden. Aber ja, also das weiß ich leider nicht. Man muss auch sagen, eins wollte ich noch loswerden. Das fand ich wirklich unter der Gürtellinie. In München gab es ja gestern einen schweren Anschlag, wo auch Menschen wirklich schwer verletzt wurden und ein kleines Kind im Krankenhaus um das Leben kämpft. Vor der Sendung, also kurz vor der Sendung, wurde auch nochmal an das Publikum, was eben schon im Raum war, gesagt, wir werden später sehen, wie Alice Weidel über München schön vom Leder zieht, kräftig vom Leder zieht. Leute, also da ist ein schrecklicher Anschlag passiert. Das sollte man vielleicht als erstes betrachten und man sollte Lösungen finden. Man muss darüber sprechen und man kann dann einfach sagen, da zieht jemand vom Leder. Man muss über diese Probleme im Land sprechen und Lösungen dafür finden. Also ich finde, das ist alles so an der Realität ein bisschen vorbei und auch der Ton ist sehr fragwürdig. David, das war ein hochinteressanter Einblick, wie öffentlich-rechtliche Anstalten arbeiten und wie skandalös die Sendung Klartext beim ZDF vorgeht. Jeder, der diese Sendungen sieht, sollte sie also mit größter Vorsicht genießen. Und es wäre doch sehr schön, wenn sie dich das nächste Mal wieder einladen und du vielleicht dann sagen kannst, ich darf die Fragen stellen, die ich selber stellen möchte. Das werden wir ja noch sehen. Ich Ja, danke dir, dass du uns heute mal erzählt hast, was bei diesen Talkshows tatsächlich abläuft. gar kein Problem. Und ja, ich habe dir eine Tüte mitgebracht, die bekommst du von mir. Vielen Dank, ja Leute. Und wenn ihr mir folgen wollt, ich habe einen Telegram-Kanal, MM News offiziell, der Link ist gleich hier drunter. Dort erfährst du es immer zuerst, Themen aus Wirtschaft und Politik. David, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Bis dahin. Ciao. Also für so eine offensichtlich manipulierte Sendung zahlen wir GEZ. Es ist doch unfassbar, wie hier gezielt gesteuert wird, welche Fragen gestellt werden dürfen und welche nicht. Sobald es um kritische Themen geht, wird zensiert, umformuliert oder gleich ganz aussortiert. Und dann wagen sie es auch noch, einen jungen Mann, der einfach eine legitime Frage stellen wollte, dermaßen zu beeinflussen. Einfach ekelhaft. Das zeigt doch mal wieder, die haben Angst, dass zu viel Wahrheit ans Licht kommt.
Aber wehe, es geht um Alice Weidel. Da wird natürlich draufgehauen, was das Zeug hält. Ganz ehrlich, kein Cent mehr für diesen manipulativen Propagandaapparat. Schluss mit der GEZ-Zwangsabgabe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Fake-Show haltet. Und vergesst nicht, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit solche Wahrheiten nicht untergehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam und kritisch.